Eure digitale Marke wird heute von KI-Systemen erklärt. Und diese Systeme greifen nicht nur auf eure Webseite zurück, sondern auf das, was öffentlich über euch im Web existiert. Wenn du eure Marke in ChatGPT oder Copilot eingibst und das Ergebnis nicht zu dem passt, wofür ihr stehen wollt, dann bist du hier goldrichtig. Wie Unternehmen die digitale Welt gerne sehen. Unternehmen sind es gewöhnt, die Außendarstellung ihrer digitalen Marke über klar kontrollierbare Bereiche, Orte zu steuern. Die eigene Website ist dabei der zentrale Referenzpunkt. Dort steht, wie man sich positioniert und wie man wahrgenommen werden will. Ergänzt wird das durch ausgewählte Medien und ein paar bewusst bespielte Kanäle. Natürlich gab es immer Fremdquellen wie Foren, Reddit oder irgendwelche Bestenlisten. Diese Quellen waren jedoch fragmentiert, teilweise schwer auffindbar und hatten in der Regel eine durchaus begrenzte Reichweite. Sie konnten irritieren, aber selten das Gesamtbild dominieren. Oft waren die Recherchen der Nutzer dafür einfach nicht tiefschürfend genug, also zu oberflächlich, um diese Quellen konsistent aufzudecken. Das zugrunde liegende mentale Modell war klar. Wir definieren, wie wir digital dargestellt werden wollen. Abweichungen existieren, sind aber nur Rauschen. Das hat sehr lange funktioniert, also viel länger, als ich erwartet hatte. KI als strukturelle Veränderung im digitalen Raum. KI-Plattformen wie ChatGPT, der Google KI-Modus oder Claude sind keine klassischen Kanäle, die man einfach bespielen kann. Sie funktionieren grundsätzlich anders. Sie ziehen viele öffentlich verfügbare Informationen über eine Marke zusammen aus eigenen Inhalten von der Webseite, aber auch Medienberichten, Vergleichs- und Bewertungsseiten sowie Nutzerbeiträgen, also UGC. Diese Informationen werden nicht gleich behandelt, sondern kontextabhängig in Bezug auf den User gewichtet, kombiniert und verdichtet. Am Ende entsteht daraus eine Darstellung der Marke, Produkte und Leistungen. Sie ist das Ergebnis eines Aggregationsprozesses und damit faktisch außerhalb der direkten Kontrolle des Unternehmens. Was Marke im KI-Kontext tatsächlich bedeutet. Marke ist das Bild, das im Kopf anderer entsteht. KI macht dieses Prinzip nicht neu, also das ist Konsens, aber sie macht es durchschlagskräftiger. Sie zieht dieses Bild aus öffentlich verfügbaren Quellen zusammen und spielt es, boom, an den User aus. KI bewertet keine Marke im menschlichen Sinn, also primär würde ich mal sagen emotional. Sie verdichtet externe Zuschreibungen und entscheidet im Gesamtkontext sehr rational. Je konsistenter, häufiger und dominanter bestimmte Aussagen über eine Marke sind, desto stärker prägen sie das Bild. Verlust der Deutungshoheit. Durch diese Funktionsweise kann grundsätzlich alles, was öffentlich online verfügbar ist, Teil des Markenbilds werden, also ein Baustein werden. Damit ist Schweigen keine neutrale Option mehr. Was eine Marke nicht selbst einordnet oder definiert über sich selbst, wird trotzdem eingeordnet, nur eben von anderen Akteuren. Um es greifbar zu machen, ein Beispiel. Viele größere Marken, und damit meine ich jetzt nicht automatisch große Unternehmen, auch gerne Mittelständler, vermeiden es, vergleichende Inhalte zu erstellen. Aus rechtlichen Gründen, aber auch oft aus kulturellen und politischen Gründen. Vergleiche galten einfach lange als unpassend oder nicht markenkonform. Früher war das durchaus noch verkraftbar. Aber heute ist es so, wenn es Wettbewerber gibt, die solche Inhalte schon produzieren, werden KI-Systeme diese berücksichtigen, weil die lieben vergleichende Inhalte, egal wie schlecht sie sind. Die Konsequenz, man überlässt Wettbewerbern nicht nur die Markteinordnung, sondern auch die eigene Positionierung, was sich dadurch an Markenführung verändert. Digitale Marke ist nicht mehr das, was auf einzelnen Kanälen kommuniziert wird, sie ist das Ergebnis potenziell aller verfügbaren Signale im gesamten Web. Unterschiedliche Quellen haben unterschiedliche Gewichtung, das ist ganz logisch, aber Lücken, Widersprüche, Falschinformationen oder verzerrte Darstellungen wirken sich direkt auf das gesamte Markenbild aus.
Digitale Markenführung bedeutet in der KI-Ära deshalb vor allem, das öffentliche Bild zu verstehen. Das kann man machen durch Prompt-Testing mit einem Tool wie beispielsweise Peak AI oder Profound und aktiv zu steuern. Das heißt, kritische Lücken zu schließen, inkonsistente oder veraltete Informationen zu adressieren und dafür zu sorgen, dass das Bild, das öffentlich entsteht, nicht zufällig ist und anderen überlassen wird. Ein Beispiel dazu, sogar von uns, wie gesagt, ich zeige auch gern Fehler, die uns passieren. Wenn irgendwo im Internet veraltete Informationen über Preise, Leistungen oder Herangehensweisen kursieren, besteht die reale Gefahr, dass KI-Systeme genau diese Informationen verwenden und die Marke gegenüber potenziell idealen Kunden falsch einordnen. Katastrophal. Warum wir selten auf diesem Kanal über Marke sprechen. Marke ist unvorstellbar wichtig. Auch online unvorstellbar wichtig. Gibt kaum etwas, was noch wichtiger ist für ein Unternehmen. Gleichzeitig ist Markenarbeit träge, politisch, schwer durchzusetzen und selten ein kurzfristiger Wachstumshebel. Aus diesen Gründen. Deshalb wird sie in vielen Organisationen auch sehr gerne vermieden oder aufgeschoben. In der alten Welt war das durchaus eine Option und möglich. Man konnte Marke und Kanäle doch irgendwie getrennt denken und darauf hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert. Durch die Funktionsweise von KI-Systemen wird dieser Ansatz meiner Meinung nach scheitern. Unternehmen werden bewusste Entscheidungen treffen müssen, was sie selbst öffentlich einordnen über sich und ihren Markt, was sie bewusst nicht sagen und damit anderen überlassen und sei es der KI oder den Wettbewerbern und wo sie eben Kontrolle abgeben. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.